Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute widmen wir uns mal einer Sache, die ja mal wieder im KISS Online Store gerade vor sich geht. Und zwar ist das der Preiswahnsinn, den wir hier bei Vinyl erleben. Ich habe ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass ich ja die Preise fragwürdig finde, die bei KISS Online aufgerufen werden für Vinylscheiben. Jetzt finde ich, wurde das nochmal getoppt. Also wir gehen einfach mal hier rein in die Rubrik Music Vinyl und schauen da mal auf den neuesten Coup von KISS. Und das ist 107,98 € oder Dollar, nicht Euro. Dazu kommen wir gleich. Ich bin schon einen Schritt zu weit. Wir haben hier einen Kapuzenpulli und eine 7-Inch Single. Wir reden von einer 7-Inch Single, die 2 Songs beinhaltet. Sweet Pain und Shout It Out Loud. Und dazu bekommen wir ein Bild von der ersten Platte, weil das irgendwie, glaube ich, an eine holländische 7-Inch Pressung angelehnt ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das Ganze für 108 $. Das ist, wenn ihr es in Amerika kaufen würdet. Da kommt noch Shipping dazu, was richtig reinhaut, und ihr bekommt noch Zoll dazu. Hier oben seht ihr in meinem Warenkorb immer was. Da packe ich manchmal Sachen rein, um mir einfach anzugucken, wie die Preise sind mit Shipping und Zoll. Könnt ihr einfach mal durchspielen, wenn ihr es machen wollt. Das zeige ich jetzt hier nicht. Da könnt ihr dann einfach selber mal eingeben, was es am Ende kosten würde, wenn ihr es aus Amerika holt. Das Ganze hier für 108 $ für eine 7-Inch Single. Das ist wirklich schon mal eine richtig heftige Ansage, weil wir gucken jetzt mal ein Stück weiter nach rechts. Da kriegen wir eine wunderschöne Ghostly Vinyl, Dress to Kill, mit einem geilen Cover, mit Gold-Applikationen drauf und einen richtig coolen Pulli, den ich ja habe ich euch im Video gezeigt. Das Ganze für 98,98 $ plus ein heftiges Hochglanzposter dazu. Jetzt versuchen wir den Fehler zu finden. Ist der Aufpreis vielleicht der rote Druck beim Pulli? Man weiß es nicht. Also ich bin echt ein bisschen erschüttert, und das Ganze toppen wir gleich noch. Ich meine, man muss sich hier mal reinziehen. Das ist ja auch schon ein starkes Stück, das eine Picture Disc 197,98 $ kostet. Da ist das Poster doppelseitig bedruckt. Der Rest ist identisch zu der Dress-to-Kill-Version hier. Wir zahlen 100 € mehr oder 100 $, ich rede mal Euro, Dollar, dafür, dass wir eine Picture Disc bekommen. Wohlgemerkt, eine Picture Disc schlechtere Qualität als die andere. Eine normal gepresste Schallplatte. Und ein doppelt bedrucktes Poster. Der Rest ist identisch. Das Cover hat nicht mal Goldapplikationen drauf. Also mag man nicht sehen, wie man will. Ich finde auch hier 100 € mehr überzogen. Auch wenn ich es bezahlt habe. Ja, ich bin so ein Bekloppter. Ich gehe da manchmal leider mit. Nicht bei allen. Es gibt Grenzen, so wie diese Single. Aber ich finde, die Picture Disc ist auch schon manchmal eine Grenze. Allerdings ist hier manchmal auch eine starke Wertsteigerung zu vermelden. Das muss man auch sagen. Hier unten sieht man noch mal ein anderes Ding. Hier gab es ein T-Shirt für 71,98 € mit einer Schallplatte und Poster. Die Picture Disc 170. Auch hier 100 $ mehr für eine Picture Disc, doppelseitig bedrucktes Poster. Es ist absurd ein bisschen, muss man wirklich sagen. Ich liebe KISS. Ich liebe aber nicht das, was seit dem Verkauf von KISS an... Ich komme jetzt nicht auf den Namen, wie die heißen. Ihr werdet es wissen, ich muss das nachgucken. Auf jeden Fall, was seitdem daraus gemacht wird, finde ich wirklich eine mittlere Katastrophe. Und wir gehen jetzt mal rüber in den DE-Shop. Das ist der deutsche Shop, da bekommt man leider nicht so eine große Auswahl. Das ist dieser Shop hier. Ihr seht, das hier oben ist es schon wesentlich ausgedünnter. Und wenn wir dann jetzt hier in die Shout It Out Loud neue Kollektion reingehen, dann seht ihr schon 150 €. Wir reden hier von Euro plus, dann kommen, glaube ich, da irgendwie 8 € Shipping drauf, sind wir fast bei 160 € für einen Kapuzenpulli, den ihr, nicht diesen, aber bei EMP
mit Rabatt für 31, 32 Euro bekommt, wenn ihr Backstage Club habt. Ja, das ist hart. Da zahlt man sozusagen, ich sage jetzt mal grob 120 Euro für eine 7-Inch Single. Und das ist echt dermaßen übertrieben. Und nicht nur das, guckt euch mal das an. Wir kriegen hier ein T-Shirt ohne Ärmel. 50 Euro für ein T-Shirt ohne Ärmel und hier 4 Patches für 30 Euro. Die Preise werden immer absurder, was KISS-Merchandise angeht. Und ich persönlich habe hier meine Grenze. Ich finde die Single erstmal nicht geil genug dafür. Ich liebe zwar den Song Shout It Out Loud, aber erstmal die Farbe der Single ist langweilig, das Cover ist langweilig und 150 Euro oder sagen wir 30 Euro für einen Pulli plus 120 für eine Single finde ich wirklich absolut drüber. Und da schreibt mir gerne mal rein, wer da mitgegangen ist, wer das Ding sich gekauft hat. Weil hier muss man wirklich mal sagen, auch wenn ich einer wohl mit der größten KISS-Fans in Deutschland bin und auch verrückt an Vinyl sammeln, aber das ist doch wirklich frech, oder nicht? Das ist doch wirklich absolut frech und Abzocke am Fan für eine poplige 7-Inch Single ohne alles. Da ist nichts bei. Das ist eine Single mit einer Hülle und das war's. Und dazu ein Pulli. 150 Euro. Na, Glückwunsch. Also da ist meine Grenze wirklich gesetzt. Für diese Picture-Disc-Sache gehe ich immer noch mit. Die sind streng limitiert, die steigen stark im Wert. Da bin ich immer noch dabei, aber das hier ist echt absolut übertrieben. Wir gehen jetzt aber noch mal ganz kurz zur Vollständigkeit in den UK Store. Da wird das noch mal getoppt. Der UK Store, meine Anlaufstelle, bevor ich den deutschen Shop entdeckt habe. Der kam ja relativ, ich weiß gar nicht, vor einem halben Jahr. Es gibt ja noch nicht so lange auf jeden Fall. Und hier gucken wir jetzt mal rein. Das kommt aus England und wir haben 160 Euro für dasselbe Produkt. Und hier kommt noch heftige Shipping drauf und ich glaube sogar Zoll kam damals immer drauf. Das ist echt hart. Limited Edition, man sieht nicht mal wie viel Limited. Also ich denke mal, das Ding wird gepresst, bis auch der Letzte, der sagt, geil, da unterstütze ich die Firma, die jetzt für KISS das Ganze macht und das ganze Geld einheimst. Da sage ich, yay, ich gebe denen 160 Euro für eine Single und eine Pulli. Also es ist wirklich, ich persönlich bin geschockt, muss ich echt sagen. Ich habe gestern gedacht, so geil, es gibt eine neue Single, habe mich schon gefreut, dachte mit Pulli, na gut, da bist du wahrscheinlich mit 60, 70 Euro dabei. Dann habe ich den Preis gesehen und dachte mir, wow. Also wirklich, meine Grenze wäre hier wahrscheinlich 80 Euro gewesen. Und da wären wir schon weit über dem, was eigentlich, ja, für einen geistig normalen Menschen bezahlbar ist. Also, Wahnsinn, wirklich. Ich bin echt schockiert. Wirklich schockiert. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ja, 198 für eine Picture, das könnte man auch jetzt zu mir sagen, du bist genauso bekloppt und unterstützt das. Richtig. Aber da ist wenigstens eine gewisse Limitierung angegeben und die haben eine gewisse Wertsteigerung. Ich glaube, die Wertsteigerung hier, die sehe ich nicht, weil 7-Inch Singles sind nie sehr begehrt und selten stark im Wert steigend. Klar gibt es immer so ein, zwei Dinger bei KISS sowieso, aber das Ding hier, lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, wird kein teures Teil werden. Da habe ich dann immer noch Hoffnung, dass sie irgendwann mal verscherbelt wird. Auf irgendwelchen Vinylbörsen oder was auch immer oder mal im Internet mir unter die Finger kommt. Ich glaube, das Ding wird keine 150 Euro erreichen später. Bin auf eure Meinung gespannt. Ja, krasse Sache. Das ist harter Tobak, muss man echt mal ganz klar sagen.
morgen, nee, nicht morgen, am Wochenende kommt ein Vinyl-Review. Ich werde versuchen, 2 zu machen. Ich werde mal wieder auch was versuchen von KISS zu zeigen. Gut, habe ich jetzt auch, aber ein Vinyl auch mal wieder zu zeigen. Und ich zeige euch was anderes Cooles, was ich bekommen habe. Dazu aber dann am Wochenende mehr. Ist auf jeden Fall auch was richtig Geiles. Hat zwar nicht mit KISS zu tun, aber ist schon eine geile Scheibe. Demnach schauen wir da definitiv am Wochenende rein. Jetzt bin ich raus. Lasst einen Daumen nach oben da, einen Kommentar. Und hier muss ich leider immer noch mal wieder erwähnen, in meinem letzten Video, dem Interview, hat leider keiner kommentiert. Es ist immer schlecht für Videos und für einen Kanal, auch wenn ihr den Content nicht guckt oder mögt, dann ist es trotzdem immer schade für solche Videos, dass gar nicht reagiert wird. Deswegen würde ich mich immer freuen, wenn ihr einfach einen Daumen da lasst oder auch mal einen kurzen Kommentar irgendwie. Es hilft einfach dem Kanal und hilft mir sehr, dass dieser Kanal mehr Anklang findet, besser angezeigt wird. Das sagen viele YouTuber, aber leider ist es so super, super wichtig. Ansonsten ist diese Arbeit irgendwann für die Katz, weil es einfach keiner guckt und YouTube es nicht mehr anzeigt. Und dann ist man als YouTuber irgendwann so gefrustet, dass man sich sagt, wofür mache ich das eigentlich? Weil es ist private Zeit, die ich hier rein opfer. Deswegen kann ich immer nur nahelegen, bitte, bitte, lasst einen Daumen da, einen Kommentar da und ja, wer kein Abo dagelassen hat, auch das. Es tut keinem weh, es ist ein Klick und mal kurz vielleicht 2 Zeilen schreiben. Da würde ich mich immer sehr, sehr freuen und es hilft einfach meinem Kanal. Das muss man mal so sagen, auch wenn viele mal das als Betteln sehen oder sonstiges. Es ist einfach immens wichtig, damit YouTube, der Algorithmus, diese Videos als hey, da ist ja noch ein Kanal erkennt und nicht nur Mr. Beast angezeigt wird. So, das dazu. Also, ich bin raus. Keep on rockin'. Tschüss.